Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir für euch vorbereitet haben, sind natürlich neben dem traurigen Absturz in Indien, Schrägstrich Pakistan, natürlich dann auch Lufthansa. Sie haben in Frankfurt performt wie noch nie. Wir haben dann das Thema Airbus, da gibt es für die Zukunft große Ziele. Auch haben wir das Thema, dass wir bei Flying Blue neue Tarife kriegen, beziehungsweise Air France KLM, die bei Flying Blue keine Statuspunkte bekommen. Und was auch ein Thema ist, was wir heute auch bearbeiten werden, ist das Thema Cityline bei Lufthansa. Da gibt es mehr Fehler im Cockpit unter anderem. Ja, lasst uns einfach starten. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren oder auf School die ganzen Themen zu besprechen. Für alle, die schon auf School sind, danke, dass ihr da seid. Wir werden bald dreistellig, wenn das so weitergeht. Also, danke dafür. Was ist passiert? Heute am 12. Juni ist eine 787 Dreamliner, der erste Dreamliner überhaupt, verunfallt. Die Maschine war eine 787-8er der Air India mit dem Kennzeichen Victor Tango Alpha November Bravo, und die Maschine ist kurz nach dem Start in Ahmedabad in Indien abgestürzt. Die Maschine sollte nach London fliegen, und zwar nach London Gatwick. Die Maschine erreichte lediglich laut Flightradar eine Höhe von 625 Fuß, das sind keine 200 Meter, 190 Meter circa, bevor sie an Höhe verlor und dann in ein Wohngebäude nahe einer medizinischen Schule eingestürzt ist bzw. reingeflogen ist. An Bord waren 242 Personen, davon 230 Passagiere, 12 Crewmitglieder, 2 Piloten, 10 Flugbegleiter. Und die Nationalitäten sind 169 Inder, 53 Briten, 7 Portugiesen, 1 Kanadier. Es gibt wohl keine Überlebenden an Bord. Das ist alles im Moment deutscher Zeit 3 Uhr nachmittags, was ich hier sage, am 12. Juni. Heißt also auch, dass man bis jetzt 150 Tote bestätigt hat, aber genauere Zahlen auch zu den Toten am Boden, weil 40 Leute werden dort vermisst, fehlen noch. Mindestens 5 Tote am Boden sind gemeldet worden. Unfallhergang ist relativ unüberschaubar, unübersichtlich, weil nicht viele Fakten bekannt sind. Die Piloten setzten Sekunden nach dem Start einen Mayday-Notruf ab. Der Kontakt brach ab, kurz bevor das Flugzeug in das Studentenwohnheim stürzte. Es gibt Videos, diese Videos zeigen gewaltige Explosionen, das ausgebrannte Wrack, das Heck ist in dem Gebäude, es sieht sehr gespenstisch aus. Und Augenzeugen berichten von einem tieffliegenden Flugzeug mit ausgefahrenem Fahrwerk, bevor Flammen aufgingen. Das Flugzeug ist eine 787-8er, 11 Jahre alt, also in 2013 gebaut worden. Flugstunden hat das Flugzeug gelockt 38.500 mit 7.300 Flügen. Die Crew selber auch erfahren, 8.200 hatte der Kapitän, Flugstunden 1.100 der Co-Pilot. Man kann jetzt noch nicht sagen, wie viel auf dem Muster, aber wie gesagt, das Flugzeug selber, die 787 ist ja ein zuverlässiges Flugzeug, und wir haben da ja auch noch keine Unfälle mit gehabt. Ist der erste Totalverlust seit der Einführung. Boeing hat bereits angekündigt, natürlich mit den indischen Flugbehörden zusammenzuarbeiten. Der Flughafen Ahmedabad wurde zunächst gesperrt, ist aber mittlerweile wieder geöffnet, weil der Vorfall sich außerhalb des Flughafens dort zugetragen hat. Indiens Premierminister Modi und der britische Premierminister Starmer haben Beileidsbekundungen ausgesprochen. Alles, was ich jetzt sage, sind nur Mutmaßungen, auch Sachen, die ich jetzt persönlich nur euch mitteile, um die Geschichte für euch eventuell einzuordnen. Aber wir sollten da halt wirklich auch abwarten, bis die Flugunfalluntersuchungen abgeschlossen sind. Das dauert natürlich. Aber es gibt halt folgende Sachen, die man beobachten kann, wenn man die Bilder sieht. Das Fahrwerk ist nicht eingefahren, was natürlich auf ein technisches Problem oder eine unterbrochene Startkonfiguration hindeuten konnte. Fluglage war instabil. Es wird untersucht, ob ein technischer Defekt oder ein menschlicher Fehler zum Absturz führte. Es gibt Kommentare, wo Leute schreiben, dass die Klappen nicht ausgefahren seien.
kann ich selber nicht beurteilen, kann ich nichts zu sagen. Es gibt Leute, die halt sagen, dass man dort aus Versehen die Klappen eingefahren hat und nicht das Fahrwerk. Ähm, Kann ich mir fast auch nicht vorstellen, weil das komplett andere Hebel sind, zumal der Fahrwerkshebel ja auch so ein Knüppel ist, in Anführungsstrichen. Also sollten wir einfach mal schauen, was da kommt. Also lasst uns nicht da großartig spekulieren und abwarten, was da noch rauskommt. Ein weiteres Thema, was wir heute haben, das ist natürlich das Thema Cityline. Und zwar ist es so, dass bei der Cityline im Cockpit vermehrt Fehler passieren. Und diese Fehler sind darauf zurückzuführen auf die Umstände, dass die Cityline abgewickelt wird und in der City Airlines in München aufgeht. Hintergrund ist halt, dass die Firma abgewickelt wird, schrittweise bis 2027 soll die Tochtergesellschaft halt auch keine eigenen Flugzeuge mehr betreiben. Die neue Plattform City Airlines übernimmt dann die Zubringerflüge und die Kostenreduktion soll halt dort massiv sein, dadurch, dass man halt die günstigen Strukturen nutzt. Die Fehler, die bei der Cityline sind, Lufthansa dokumentiert vermehrt sicherheitsrelevante Zwischenfälle bei der City Airline Cruise. Beispiele: Abbiegen auf gesperrte Taxiways nach der Landung in München, Triebwerksstart unbeabsichtigt durch die Crew, Fehler bei manueller Steuerung in geringer Höhe oder GPS-Störungen, die es in Osteuropa gibt. Da wird darauf falsch reagiert. Die Fehler wurden alle durch die Crews selbst korrigiert und die Ursache dafür ist, wie interne Reports zeigen, psychische Belastung durch diese Transformation. Denn Fehler im Zusammenhang mit emotionalem Stress, die aufgrund der Unternehmensumstrukturierung passieren, sind wohl da der Auslöser. Das interne Flight Safety Memo erkennt explizit einen Zusammenhang zwischen der Zunahme untypischer Fehler und aktuellen Change Situation. Also Change ist dieser Euphemismus für die Abwicklung der Bude und dass man dann in einer neuen Firma aufgeht. Lufthansa zeigt sich ungewöhnlich offen und transparent. In dem Memo vom Mai 2025 betont es, dass durch die schwerwiegenden Veränderungen diese Belastungen gibt und der Übergang verläuft anders, als man bei dem Change Management prognostiziert hatte. Piloten werden ermutigt, bei Überlastung Dienste abzulehnen und abzubrechen. Und das ist natürlich das einzig Richtige, was man tun kann, wenn man halt aus psychischen Gründen, aber auch aus physischen Gründen oder halt auch aus Gründen wie Fatigue, also dass man müde oder sonst was ist, nicht fliegt. Das ist absolut verantwortungsbewusst und gut und da gibt es ja auch keine Repressalien. Lufthansa stellt zusätzliche Beratungs- und Unterstützungsangebote bereit und es finden Informationsveranstaltungen statt. Und das Flight Safety Team sensibilisiert aktiv für die Belastungssituation. Man muss natürlich ehrlicherweise als Fazit hier wieder feststellen, dass Lufthansa in einer starken Umstrukturierung ist. Die Piloten werden weniger Geld verdienen bei City Airlines. Man hat auch dann andere Stationen, glaube ich, die München ist für die anderen. Und das Krisenmanagement wirkt zwar offen, aber zeigt, wie heikel und fragil der Personalübergang zur City Airline tatsächlich ist. Also man sieht, dass die Psyche der Menschen natürlich auch immer wieder ein Thema ist und da auch durchaus Themen erscheinen und Themen gibt. Was wir uns auch dann anschauen, ist Lufthansa und die beste Pünktlichkeit seit einem Jahrzehnt. Ja, das ist eine interessante Nachricht. Die Lufthansa hat in Frankfurt und München aktuell eine Ankunftspünktlichkeit bei über 80%. Und Lufthansa spricht von der stabilsten Betriebslage seit 10 Jahren. Und der CEO Klaus Fröse sagt Spitzenliga Europas bei Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit. Gut, man hat natürlich einige Herausforderungen. Das sind auch externe Herausforderungen. Drohnensichtung, Unwetter, Lotsenpersonal, das fehlt, schlechte technische Infrastruktur in Nachbarländern, führt halt zu Verspätung. Aber es gibt natürlich auch interne Baustellen, Rückstände bei Wartung und Abfertigung, aber auch verspätete Flugzeugauslieferung. Wobei man hier jetzt so ein bisschen streiten kann, ob das externe Sachen sind, weil die 787er, die da in Charlotte glaube ich ist es, bei Boeing auf dem Hof stehen, sind ja jetzt nicht im Dienst, nicht weil Lufthansa die nicht bekommen könnte, weil Boeing die nicht fertig gemacht hat, sondern weil Lufthansa diese
mit Allegris-Sitzen ausgestattet hat, die nicht zertifiziert sind. Ne? Also da ist das natürlich so. Ja, die Maßnahmen, die man im Sommer 2025 implementiert hat, sind halt wirklich, dass man die Transferzeiten vergrößert hat längere Bodenzeiten, damit auch für die Maschinen. Heißt also, man hat mehr Zeit beim Tanken, beim B- und Entladen, Reinigung, Catering. Und allein die 200 Millionen Euro, die man in die Prozessverbesserungen in Frankfurt und München gesteckt haben, zeigen so Früchte. Auch ist es so, dass man in der Zukunft mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Abfertigung machen möchte. Heißt also Videoüberwachung der Flugzeuge für Prozessanalyse. Kameras sollen erkennen, wann Tankwagen, Reinigung, Catering am Flugzeug sind, ob es Schäden, Dellen oder Abnutzung gibt, zum Beispiel an Reifen. Ziel ist halt wirklich frühzeitiges Gegensteuern bei Verzögerung, Einsatz von künstlicher Intelligenz. Auch in der Wartung wird geprüft. Heißt also, dass man sich da bei der Lufthansa diesem Thema, dem wichtigen Thema der Zuverlässigkeit stellt und auch nicht spart, Geld in die Hand zu nehmen, sondern auch wirklich da Teile hinsetzt und sagt, okay, wir haben einige Themen wie Wetter, Flugsicherung und so weiter, die kann man nicht beeinflussen, aber das, was man selber beeinflussen kann mit künstlicher Intelligenz, wird halt dann für die kommenden Jahre ein spannender Punkt sein. Ihr könnt ja auch dazu schreiben, was ihr davon haltet auf School mit dem Thema Künstliche Intelligenz und ob ihr auch das Gefühl habt, dass die Lufthansa wesentlich zuverlässiger ist, als ihr sie in Erinnerung hattet. Airbus hat eine neue Prognose für die Nachfrage von Flugzeugen und da kann man natürlich sagen, muss man natürlich als Flugzeughersteller auch immer wieder im Auge behalten. Heißt also, dass man halt die Prognose bis 2044 mit 43.000 Flugzeugen im Passagier- und Frachtflugzeuggeschäft sieht. Neuflugzeuge. Und das sind etwa 1000 mehr als in den Vorjahresprognose-Zeitraum bis 2043. Die globalen Flugzeugflotten sollen sich bis 2044 sogar verdoppeln auf 49.000 Flugzeuge. Wachstumstreiber ist halt, weil der Luftverkehr jährlich durchschnittlich um 3,6% wächst. Die Mittelschicht um ca. 1,5 Milliarden Menschen weltweit auch wächst. Besonders in der Bevölkerungsgruppe wird halt eine erhöhte Nachfrage nach Reisen prognostiziert. Und die höchsten Nachfragezuwächse sind halt in Indien, in dem Binnenmarkt, Regionalverbindung zwischen China und anderen asiatischen Ländern. Also da steppt der Bär. Und es ist so, 44% der neuen Flugzeuge ersetzen die bestehende Flotte, aber 56% der Flugzeuge dienen zur Erweiterung der Flotten weltweit. Also auch interessant. Und welche Flugzeuge werden am meisten gefragt? Circa 34.250 Jets, also 80% der Gesamtnachfrage, sollen in dem Bereich der Modelle Airbus 320 A220 liegen, aber natürlich auch beim Boeing 737 MAX oder was halt der Nachfolger wird. Und man hat 9.170 Flugzeuge, die man im Bereich der Großraumflugzeuge erwartet. Das sind die Modelle 350, 330, aber natürlich auch die Dreamliner, die 787 oder die 777X. Das ist auch eine interessante Geschichte, die ich finde, weil wenn man überlegt, wie viele Flugzeuge dann doch in dem kleineren Bereich gebraucht werden, ist das schon eine harte Sache. Ja, die aktuelle Lage hat natürlich auch Herausforderungen. Lieferkettenprobleme belasten weiterhin natürlich die Produktion. Corona-Neben- und Nachwirkungen sind auch spürbar immer noch, wenn man sich das anguckt. Triebwerksmangel, gerade bei Airbus, die haben 40 fertige Flugzeuge, die auf Triebwerke warten. Und Boeing steht natürlich wegen der internen Qualitätsprobleme und Managementkrise dort wirklich nochmal unter Druck. Und die Einschätzung 2025 und das Ziel 2025 von Airbus ist, dass man 820 Flugzeuge 2025 ja an den Mann bringen möchte, also ausliefern möchte. Aber man sagt, man ist vorsichtig optimistisch, dass das Ziel trotz Engpässen erreichbar ist. Und Boeing will halt eine eigene Marktprognose für 20 Jahre am 15. Juni veröffentlichen. Die Paris Air Show, die startet ja am 16. Juni, also am kommenden Montag, und ist natürlich die wichtigste Branchenmesse weltweit. Also da interessante Aktionen, interessante Zahlen. Also ich finde das krass, wenn man sich das alles anguckt.
Für den einen Freund von Air France KLM Flying Blue gibt es wieder bittere Nachrichten. Und zwar hat man Änderungen bei Air France eingestellt, beziehungsweise bei Flying Blue mit den XP-Punkten auf Basic-Tarife. Es gibt keine XP-Punkte, also Elite Qualifying-Punkte mehr bei Buchung eines Basic-Tarifs. Diese Änderung ist offiziell auf der neuen Tabelle zu sehen. Ein konkretes Buchungsdatum wird jedoch noch nicht genannt. Die Basistarife sind Tarife, vollständige offizielle Beschreibung. Absehbar ist es, dass es halt diese kompletten Unbundle-Tarife sind. Kein Handgepäck, nur kleines persönliches Item unter Sitz, keine Sitzplatzauswahl, keine Flexibilität, keine Priority Boarding, eventuell nicht einmal Loungezugang oder Gepäck für Statuskunden. Aber es ist auch unklar, ob es das nur für die Economy Class gibt oder ob es diese auch für die Business Class gibt. Ich persönlich bin da kein großer Freund von. Bei anderen Fluggesellschaften, und da komme ich ja auf Finnair, da gibt es das Gepäckstück. Also das Gepäckstück wird immer dazu gezählt. Da muss man dem Freund bei Finnair sagen, da habt ihr noch was okay. Air France KLM könnte natürlich diesem Beispiel folgen, aber da gibt es natürlich auch noch keine weiteren Informationen. British Airways hat ja auch 0 Gepäckstücke in dem, aber heißt ein Elite Freigepäck gleich 0, heißt also, da ist es nicht kombinierbar bei British Airways, aber bei Finnair ist es so. Viele Kunden kritisieren ja auch, dass man sich bei Air France KLM mehr wieder an Billigfliegern orientiert als an einem Premium-Carrier. Immer weniger Unterschiede zu Transavia, dem eigenen Low-Cost-Ableger. Heißt also, man hat da auch den direkten Vergleich. Und man muss halt gucken, ob die günstigen Tarife einfach umetikettiert werden als Basic-Tarife, um einfach weniger Leistung zum gleichen Geld zu bekommen. Heißt also hier auch wieder so nach dem Motto, we need cash und we squeeze you. Nach der alten Tradition vom lustigen Franz, wir sind Zitronen, wir müssen gepresst werden. Ich kann es euch ehrlicherweise nicht sagen, nicht versprechen, was da passiert, aber wir müssen es beobachten und Fluggesellschaften werden halt immer ja, greedier, wie man im Englischen sagt, also immer gieriger. Ist halt so. Wer eine Aktion hat, der für den einen oder anderen interessant ist, ist das Angebot von IHG. Ja, IHG Hotels lange kein Angebot mehr für euch gehabt, habe ich jetzt eins zusammengefasst für euch. 3. Nacht gratis für Premiumzimmer und Suiten, gültig bis zum 31. Oktober, aber ihr müsst bis zum 30. September buchen. Angebot heißt Stay 3, Pay 2, also relativ cool. Die 3. Nacht ist, oder jede 3. Nacht ist kostenlos, heißt also, wenn ihr dann so 3, 6, 9 und so weiter bucht. Wenn ihr IHG One Rewards Mitglied seid, ihr müsst natürlich über die IHG Website, über die Hotline oder die Web buchen. Buchungszeitraum ist ab sofort bis 30. September und Reisezeitraum 13. Juni bis 31. Oktober. Länder, die teilnehmen: Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Finnland, Schweden, Niederlande, Portugal, Polen, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, USA, Australien, Thailand, Indien, Südafrika. Das ist nur eine Auswahl von Ländern, also da sind noch viele mehr. Und die Marken, die teilnehmen, sind Regent, Intercontinental, Kimpton, Vignette, Collection, Hotel Indigo, Voco, Crown Plaza, Holiday Inn, inklusive Express und Suites. Staybridges, aber Six Senses, Iberostar, IHG, Army, Hotels and Intercontinental Alliance Resorts sind ausgeschlossen. Wichtig ist halt mindestens 3 zusammenhängende Nächte, weil sonst funktioniert es nicht, ist ja klar. Maximale Aufenthaltsdauer 30 Nächte, kann aber auch je Hotel anders sein. Kostenlose Stornierung, Änderung bis 72 Stunden vor Ankunft. Buchung spätestens 3 Tage vor Anreise. Keine Kombination mit anderen Rabatten möglich. Gibt natürlich auch Einschränkungen bei Zimmertypen und Verfügbarkeit, logisch. Und Kids Stay and Eat Free geht bei Holiday Inn weiterhin. Was nicht enthalten ist, ist Steuern, Servicegebühren, Kreditkartengebühren, Minibar, In-Room Dining, Private Dining und keinen Anspruch auf Rückerstattung bei ungenutzten Nächten. Wer also Premiumzimmer oder halt Suiten nimmt, hat natürlich da einen richtigen geilen Bang for the Buck. Wer sowieso 3 Nächte will, bekommt eine davon geschenkt, ein guter Deal, wenn man halt gerade in den teuren Ländern ist. Aber ich sage jetzt mal so, Dubai ist im Sommer halt nicht so teuer, aber London, Paris oder sowas ist durchaus interessant. Also für den einen oder anderen hier ein Deal. Ich danke euch, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart. Ich hoffe, dass ihr wieder bei der nächsten Sendung dabei seid. Ich freue mich, euch auf School begrüßen zu dürfen und ich wünsche euch viel Spaß mit dem
Abspann und trotz der traurigen News am Anfang, dass ihr einige Informationen mitnehmen konntet. Also danke, bis dann, ciao, ciao und bin weg.